Christoph, das klingt alles so, als würde den Russen momentan ziemlich viel gelingen. Ist das tatsächlich so oder gibt es eben auch Bereiche, wo die Ukrainer die Oberhand haben? Also wenn wir uns den Bereich Donetsk anschauen, gerade die Stoßrichtung Pakrovsk, gelingt den Russen tatsächlich in der jüngsten Vergangenheit ziemlich viel. Man muss aber dazu sagen, dass der Preis, den die Russen dafür bezahlen, auch sehr, sehr hoch ist. Also die Verluste sind enorm. Die Ukrainer sprechen von katastrophalen Verlusten. Verifizieren kann ich all das klarerweise aus Kiew nicht, konnte ich auch nie aus Moskau. Wenn wir jetzt aber etwas nach oben gehen, in den Norden, auch im Bereich Donetsk, 100 Kilometer circa, da gibt es den Ort Seversk. Und da ist die Situation für die Russen eine komplett andere. Da kommen sie kaum voran, beißen auf Granit. Wenn sie sich millimeterweise vorbewegen, ist das schon viel. Soll heißen, klappt eigentlich nichts. Und dann kommt folgendes Problem für die Militärführung in Moskau, dass von dort geschönte Berichte kommen. Und das ist es auch, was russische Kriegsblogger kritisieren oder pro-russische Kriegsblogger, wie vor allem auch der Ukrainer Juri Padalaka, der sagt, aus diesem Bereich wollen die Kommandeure auch Erfolgsmeldungen bringen und dann gibt es die geschönten Falschmeldungen und das ist äußerst schwierig dann für die Luftwaffe der Russen, weil die gar nicht wissen, wo jetzt eigentlich die russischen Truppen sind und wo sie zuschlagen können und diese geschönten Berichte seien absolut kontraproduktiv und diese Kritik wird auch artikuliert von einem Mann, der über Telegram rund 3 Millionen Follower hat und das ist doch eine ziemlich mutige Kritik, weil das natürlich den Militärs nicht gefällt und in Russland haben wir doch autoritäre Zustände und da muss also auch Padalaka mit Konsequenzen rechnen, wenn er zu starke Kritik übt. Er macht es trotzdem.